AliExpress ist wie Lotto spielen. Manchmal machst du den Deal deines Lebens und manchmal fackelt dir das 2-Euro-Teil einfach die Bude ab. Immerhin hat es sich verbessert. Statt Monaten musst du mittlerweile nur noch eine Woche auf das Ergebnis warten. Ich habe mich die letzten Jahre durch ziemlich viel AliExpress-Müll bestellt und schon tausende Euro ausgegeben. Deswegen zeige ich dir meine 10 AliExpress-Geheimtipps für dein nächstes Projekt. Unter anderem versuche ich für 120 Euro meine Standbaumaschine zur Fräse aufzurüsten. Ich verrate dir meine große Liebe zwischen all den Lötkolben und vor allem, welches Ladegerät ich seit Jahren nutze. Zur Info, ich habe alles von meinem eigenen Geld gekauft. Ich sag dir also ganz ehrlich, was wirklich was taugt und was Schrott ist. Mein erster Tipp ist die Lösung zu einem ganz konkreten Problem, das du bestimmt auch kennst. Stell dir vor, du bist unterwegs, hast kein MacBook und willst länger als eine Stunde an deinem Laptop arbeiten. Und weit und breit keine einzige Steckdose. Aber du hast natürlich wie ich immer deinen fetten 6S LiPo-Akku dabei. Dafür ist dieses Ding deine Rettung. Auf der einen Seite kannst du von 12 bis 28 Volt anschließen und auf der anderen Seite bekommst du bis zu 100 Watt USB-C Ladeleistung raus. Weil das Teil von AliExpress kommt, gibt es natürlich einen Nachteil. Es ist nur ein Step-Down-Modul. Das heißt auf Deutsch, das, was vorne reingeht, muss mehr sein als das, was hinten rauskommt. Da du für 100 Watt über USB-C 20 Volt brauchst, musst du auch mindestens genauso viel reinstecken. Warum das aber so ist, schauen wir uns noch später an. Ach ja, 2 kleine Dinge noch. Bei mir war kein X60-Konnektor verbaut und ich musste einen Adapter löten. Aber in der Beschreibung verlinke ich dir eins mit. Und außerdem kannst du das Modul auch ohne Gehäuse kaufen, falls du es nicht brauchst und ein paar Euro sparen willst. Hä? Was ist das? Für mein LED-Panel da habe ich Strom gebraucht. Die Lösung schien perfekt. Ein 12-Volt-Netzteil mit angeblich 400 Watt, also deutlich mehr als ich brauche, für unter 10 Euro. Aber warte, warum hängen da 2 Stück an meinem LED-Panel? Weil das keine echten Watt sind, sondern China-Watts. Die Einheit ist zwar auch ein W, aber der Umrechnungskurs ist brutal. 4 China-Watt sind ein echtes Watt. Das Ding liefert also real nur 100 Watt. Wie man diese China-Watts erkennt, ist wirklich einfach. Ein echtes 400 Watt Netzteil kostet 30 Euro und ist ein massiver Klotz. Wenn der von AliExpress aber nur 9,50 Euro kostet und so winzig ist, haben die nicht die Physik besiegt, sondern einfach 100 Watt Netzteile kopiert und die Leistung in China-Watts umgerechnet. Das war ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich habe es für dich klarer gemacht. Ich nutze diese 2 Netzteile schon seit mehreren Monaten und meine Hütte ist immer noch nicht abgebrannt. Also wenn du eine 12 Volt 100 Watt Stromquelle brauchst, inklusive kostenloser Brandrisikoerhöhung, dann kannst du mit geschlossenen Augen und feuerfesten Handschuhen zugreifen. Genug von Netzteilen, die aus Versehen heiß werden, kommen wir zu einem Gerät, das das mit Absicht macht. Lange Zeit war die PTS 200 meine große Liebe. Sie sah verdammt gut aus, mit ihrem Körper aus Aluminium, ihre austauschbaren Spitzen und ihr heißes Temperament. Wir passten perfekt zusammen. Aber sie war wohl nicht für die Ewigkeit gebaut. Schon nach wenigen Wochen fing das Drama an. Ihr USB-C-Port hatte einen nervigen Wackelkontakt. Ich habe wirklich versucht, unsere Beziehung zu retten. Aber als ich sie nicht mehr wieder richtig zusammensetzen konnte, musste ich das akzeptieren. Es war vorbei. Ich musste mich neu orientieren und auf AliExpress traf ich sie, die TS101. Sie ist absolut unkompliziert und teilt sogar den Geschmack meiner Ex. Sie trägt nämlich dieselben Spitzen. Aber das Fundament unserer Liebe ist eine feste Bindung. Für den schnellen Spaß unterwegs geht's aber per USB-C immer noch. Leider ist sie aus Plastik gebaut. Wenn wir es mal richtig lange treiben, wird es vorne an den Fingern fast unangenehm warm. Trotzdem läuft es schon seit Monaten harmonisch zwischen uns. Okay, Spaß beiseite. Unterm Strich ist das ein zuverlässiges Werkzeug, das ich absolut empfehlen kann. Tu dir aber den Gefallen und leg dir hochwertige Spitzen zu. Die billigen nutzen sich wirklich schnell ab und das macht das Löten sehr frustrierend. USB-C ist jetzt Standard. Wieso nicht auch bei deinen Projekten? Dafür gibt es auf AliExpress 4 Möglichkeiten. Die erste Platine ist wirklich winzig. Zum Glück habe ich 10 bestellt. Mit der ersten winzigen Platine kannst du deine Lithium-Ionen-Akkus mit bis zu 600 mAh laden. Alter. Aber sie hat ein Problem. Sie schützt deine Akkus vor Tiefentladung nicht. Dein Projekt kann einfach den Akku leer saugen, bis er chemisch tot ist. Nimm deshalb lieber
Nummer 2. Die hat für deinen Verbraucher extra Ausgänge und kann den Strom abschalten, bevor die Spannung vom Akku zu tief sinkt. Du hast aber einen 2S-Akku, Dafür gibt es diese Platine. aber wie die erste, sie lädt nur, sie schützt nicht. 3S kann sie zwar auch laden, aber ohne zu balancieren. Warum auch immer. Und für größere Projekte gibt es die letzte Platine. Damit holst du bis zu 100 Watt aus deinem kompatiblen Netzteil. Aber wie passen eigentlich 100 Watt durch so ein dünnes USB-C-Kabel? Würden wir das bei 5 Volt versuchen, bräuchten wir 20 Ampere. Und das Kabel müsste richtig dick sein. Der Trick ist, wir lassen die Stromstärke bei entspannten 5, drehen aber die Spannung auf 20 Volt hoch. Der Verbraucher sagt dem Netzteil dabei genau, welche Spannung er braucht. Hey, hab weißen Stoff da. 5, 0, 15 oder 20. Gib mir den harten Scheiß. 20 Volt. Und das nennt sich Power Delivery. Mit dieser Platine kann man zum Beispiel alte Geräte auf USB-C upgraden. Nach so viel Technik brauchen wir jetzt was fürs Auge. Vergiss mal kurz ganz normale LED-Streifen, das hier sind flexible Filamente. Sie sehen aus wie Fäden in alten Glühbirnen, sind aber biegsam und leuchten rundherum. Es gibt sie in allen möglichen Längen und Farben, aber Vorsicht, die Dinger sind extrem empfindlich. Und natürlich habe ich zu stark dran gezogen. Weißt du, wie viel so ein Ding kostet? Wenn man aber aufpasst, kann man damit gut kreativ sein. Nach dem ganzen Bastelzeugs wird es jetzt Zeit für die Lebensversicherung deiner Werkstatt, wenn du Akkus hast. Wirklich, für mich gibt es eine goldene Regel: Spar bei allem, aber nicht beim Ladegerät. Schon seit 4 Jahren nutze ich den Hotta Smart Charger, mit dem man viele verschiedene Akkutypen laden kann. Das ist eigentlich überhaupt Eneloop. Zusätzlich ist das Laden und Balancieren von 2 Akkus gleichzeitig möglich. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Also warum empfehle ich dir das Ding überhaupt? Weil es ein eingebautes Netzteil hat. Über dieses ist das Laden mit bis zu 300 Watt möglich. Wenn du die vollen 650 Watt nutzen willst, musst du dir aber immer noch ein externes Netzteil besorgen oder das Ladegerät unterwegs an einem Akku betreiben. Das Einzige, was mich bei diesem Ladegerät nervt, ist das Einstellen der Stromstärke. Und schon vor 15. Wenn man sich durch die Werte klickt, geht das entweder zu langsam oder viel zu schnell. Bei der neueren Version ist aber dafür ein Scrollrad eingebaut. In der Beschreibung werde ich dir genau das verlinken. Was ist, wenn du aber wissen willst, wie viel Spannung dein Akku noch hat oder noch wichtiger, wie die einzelnen Zellen untereinander balanciert sind? Dafür gibt es das MC8 von Toolkit. Damit kannst du Akkus bis zu 8S messen und balancieren. Das geht aber nur sehr langsam mit 60 mAh pro Stunde. Interessant ist auch der integrierte PWM-Tester für Servos und ESCs. Boah, wie toll. Die Bedienung ist, finde ich, nicht ganz so intuitiv, aber es gibt coole Settings. Backlight. Oh, Buzzer. Ey, das ist voll geil. Was gibt's für Sprachen? Deutsch. Nein. Unglaublich. Oh, es gibt sogar einen Dark Mode. Zwar kann er auch theoretisch dein Handy laden, aber ich weiß nicht ganz, wie oft man das tatsächlich nutzt. Macht irgendwie so ein ganz hohes Piepsen. Das ist ziemlich laut. In dem Fall empfehle ich dir eher die einfachere Version, die nur 1/3 kostet. Die hat weniger Gimmicks, aber die Hauptfunktion bleibt die gleiche. Zellenspannung anzeigen und balancieren. Für Statistik-Nerds wie mich gibt es noch eine smarte Lösung. Dieses kleine Modul steckst du einfach permanent an den Balanceanschluss deines Akkus an. Per Bluetooth siehst du dann am Handy sofort die Zellenspannung und wie viele Ladezyklen der Akku schon hat. 2 Kritikpunkte: die App braucht manchmal etwas lange, um sich zu verbinden, und die sind nur bis zu 6S verfügbar. Aber um den Überblick über seine Akkusammlung zu behalten, ist das Teil wirklich genial. Hier noch ein eBay-Fund, einfach weil das Preis-Leistungs-Verhältnis illegal gut ist. Ein Schrumpfschlauch Lebensvorrat für 10 Euro. Ich habe das Set vor mehreren Jahren gekauft und habe immer noch ewig viel davon. Klar, es gibt hochwertigeren Schrumpfschlauch, aber für den Preis und die Menge kann man wirklich nicht meckern. Kennst du eigentlich schon Katastrophen mit Bremsen? In dieser neuen Serie treten wir mit selbstgebauten Fahrzeugen gegeneinander an. In jeder Folge gibt es neue Regeln, aber das Ziel bleibt immer gleich: zu schauen, wer das bessere Fahrzeug gebaut hat. In der nächsten Folge Bauen wir Drift-Trikes. Und weil ich an meinem Leben nicht besonders hänge, brauche ich dafür absurd viel Leistung. Flipsky dachte sich, die Katastrophe unterstützen wir und hat mir 2 ihrer neuen FS ESC 110-100 zugeschickt. Sie sind voll programmierbar, weil sie auf Vesc basieren, und man kann sie mit bis zu 110 Volt betreiben. Genau das macht sie besonders. Für den Preis von mittlerweile 10 Döner, ja, der Kurs steht schlecht, kriegst du hier einen Controller, der mit bis zu 26S arbeiten kann. Und das gibt's sonst nirgendwo. Es war noch nie so günstig, sich mit solchen Geschwindigkeiten weh zu tun.
Danke Flipsky. Die erste Testfahrt mit einem E-Bike und 80 Volt war schon sehr beängstigend. Wenn du also sehen willst, wie das mit 2 Stück in einem Drift-Track aussieht, lass ein Abo da. 69. Nice. Aber kommen wir zum wichtigsten Feature, das mein Herz höher schlägen lässt. Alle unnötigen Kabel sind einfach absteckbar. Glück pur. Das heißt, wenn ich mit 100 Sachen vor der Kamera vorbeifahre, sieht immerhin das Kabelmanagement gut aus. Die fühlen sich wirklich sehr hochwertig an. Das ist wirklich cool. Jetzt kommen wir endlich zu diesem Kreuztisch, mit dem man seine Standbohrmaschine in eine einfache Fräsmaschine umwandeln kann. Auch wenn eine richtige Fräsmaschine normalerweise eher 2000 Euro kostet, bin ich mir sicher, dass dieses Teil für 120 Euro in Kombination mit meiner billigen Standbohrmaschine ein perfekter Ersatz ist. Leider wurde meine AliExpress-Bestellung einfach nach einer Woche storniert. Ich dachte schon, ich muss das Teil aus dem Video streichen. Aber wie durch ein Wunder hat mich der Hersteller Vevor kontaktiert. Die haben mir das Teil kostenlos zugeschickt und am nächsten Tag war es schon da. Also wenn du willst, dass dein Paket tatsächlich zu Hause ankommt, bestell vielleicht lieber direkt beim Hersteller. Link in der Beschreibung. Ja, genau. Garantie. Das kriegt man vielleicht bei der AliExpress-Bestellung nicht. Wow. Das Teil ist riesig. Wo soll das hin? Boah, das sieht gut aus. Aha. Man kann den Spiel einstellen. Das Ding ist massiver als erwartet und wiegt mit 25 Kilo mehr als meine ganze Bohrmaschine. Die Montage war dementsprechend abenteuerlich. Ich habe die komplette Basis der Maschine durch eine Eigenkonstruktion aus HPL-Platten ersetzt. Damit ich das da direkt darauf befestigen kann. Und dann muss ich auch irgendwie hier das da festmachen. Aber weil das da so hoch ist, habe ich mir was Witziges überlegt. Und zwar, ich versuche mit 4 Platten das da zu erhöhen, sodass diese Höhe, die hier verloren geht, ein bisschen wieder zurückkommt. Das Stahlrohr von der Standbohrmaschine ist irgendwie sehr dünn und ich glaube, deswegen ist sie auch nicht ganz so stabil. Ich habe da vielleicht einen Ersatz. Ich habe nämlich vom Sperrmüll Trampolinfüße. Ah, ich glaube, die sind zu dünn. Oh nein. Oh! Oh! Oh ja. Das passt perfekt rein. Dadurch, dass es ein bisschen länger ist, geht es in die Platten rein. Alter, es ist stabiler als vorher. Es sieht so gut aus. Jetzt installiere ich die Kurbeln. Ein Problem bleibt aber. Die Höhe lässt sich nicht wirklich verstellen. Was man also machen kann, um hier tiefer zu gehen, ist einfach den Block. Damit es sich beim Fräsen nicht wegdreht, habe ich eine Klemmhalterung aus Flachstahl direkt an den Kopf geschweißt. Für die Höhenverstellung sorgt jetzt eine M14 Gewindestange, mit der ich den gesamten Kopf hoch und runter kurbeln kann. Boah, es geht einfach schwer. Also ich dachte, es geht so leicht, das hoch und runter zu ziehen, aber Perfekt ist das nicht. Man muss die Klemme jedes Mal lösen, um die Höhe zu ändern. Nicht gerade sehr user-friendly. Aber da ich das Ding selten nutzen werde, reicht mir das. Standbohrmaschinen sind nicht für seitliche Kräfte ausgelegt. Und wenn der Rundlauf so mies ist wie bei meiner Billigmaschine, nutzen sich die Fräser extrem schnell ab. Das Ergebnis? Es fräst zwar, aber es vibriert stark. Und wenn man es übertreibt, kann sich der Kopf trotz meiner Klemme einfach wegdrehen. Oh, 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 oh. Wenn du eine stabile Standbohrmaschine hast, ist das ein cooles Upgrade. Für meine ist der Tisch eigentlich viel zu groß. Das kleinere Modell von Vevor wäre hier wahrscheinlich schlauer gewesen. Es ist absolut kein Präzisionswerkzeug, aber hey, für 5 Euro das Kilo funktioniert es besser als es sollte. Das waren meine 10 AliExpress Geheimtipps. Ich hoffe, du konntest wirklich ein paar nützliche Sachen für deine eigenen Projekte mitnehmen, aber jetzt bist du dran. Hau deine AliExpress-Tipps mal unten in die Kommentare. Aber unterschätze diese Sucht nicht. AliExpress ist die einzige Droge, bei der der Rausch beim Kaufen kommt. ja komm, noch diese Platine, die kostet ja nur 2 Euro. Und nicht beim Konsum. Da kommt eher der Down, wo du dich schlecht fühlst, Was ist das? weil du ein USB-Kabel bestellt hast, das du gar nicht mal brauchst. Also konsumiere verantwortungsvoll und wenn du sehen willst, wie ich weiter komplett in die Bastelsucht abrutsche, lass ein Abo da oder schau dir dieses Projekt an.